Endlich kann man wieder draußen filmen und das machen wir natürlich auch. Es hat einen Grund, der Sonos Roam, neuer Lautsprecher des US-Herstellers, aber ich würde sagen, zuerst packen wir ihn mal aus. Hier ist es also, das Ding und ja, wie man sieht, es hat einen Grund, warum wir draußen sind. Es ist nämlich ultra portabel, leicht, kompakt, kann es problemlos hier rumtragen und auch mal ja, in die Luft werfen, wenn es denn sein muss. Und das ist sicher einer der großen Vorteile des neuen Lautsprechers und er ist auch wetterfest, wasserfest. Das Problem, das kann ich hier ein bisschen am Wasser drapieren, wenn ich das möchte, aber es gibt auch ein paar Schwächen und Nachteile, ist nicht für alle geeignet. Das schauen wir uns detailliert jetzt an. Ich habe da was Schönes. Wow, so viele Features. Wie immer bei Sonos erstklassig ist die Soundqualität. In dieser Größe, muss ich sagen, so ein Cocktailglasgröße, wirklich hervorragend. Natürlich hat das Grenzen und das ist vielleicht auch in Anführungszeichen eine kleine Schwäche. Physikalische Grenzen, das kann zum Beispiel einfach nicht einen enormen Bass haben. Es kommt also darauf an, für was man den einsetzt. Er ist gedacht, dass man ihn draußen einsetzt, portabel, hat eine Akkulaufzeit von rund, angegeben sind es 10 Stunden, wir haben nachgemessen, ich würde sagen, das sind dann eher 8 Stunden, ist für jetzt ein Bluetooth draußen, Outdoor-Speaker, so mittelmäßig würde ich sagen. Man kann ihn drahtlos laden, das ist cool zu Hause, allerdings mit dem QI-Standard, ja, so sehr langsam. Also wenn man es einfach so als Platz hat, wo man es hinstellt, ist okay. Es funktioniert auch nicht mit allen gleich gut, so mittelmäßig. Es gibt eine eigene Halterung dafür, Ladegerät, kostet aber 50 Franken extra, dann wären wir schon bei 250 Franken. Aber eben, das ist ja nicht ein reiner Bluetooth-Lautsprecher. Es ist ein bisschen unfair, das zu vergleichen, weil natürlich für 200 Franken bekommt man einen größeren, besseren Bluetooth-Lautsprecher, aber der kann dann sonst nicht viel und der kann eben alles, was sonst Sonos-Lautsprecher auch können. Man kann hier alles einstellen. Über die App, man kann es auch eben mit dem Sonos-System zu Hause koppeln, Multiroom über WLAN. Wir haben ausprobiert den Wechsel zwischen WLAN und Bluetooth, das ohne Unterbruchwechsel, das hat bei uns nicht richtig funktioniert. Vielleicht auch ein Problem, wenn man Android, Apple-Geräte nur im WLAN nutzt. Ja, man muss bei Sonos ein stabiles System einrichten, dann klappt es auch. Und dann von Hand schnell wechseln ist auch nicht so eine große Sache im Notfall. Dafür kann man sonst die Sachen machen, zum Beispiel eben mit dem lang auf Play drücken, kann man einem anderen Lautsprecher den Sound übergeben. Ja, halt wirklich vollwertig im Sonos-System Multiroom integrierbar. Die technischen Spielereien gehen sogar so weit, dass sich der Sound automatisch anpasst der Umgebung. Man kann ihn legen oder stellen, auch das halt wirklich wie von Sonos gewohnt, perfekt gemacht. Auch die Verarbeitung wirklich erstklassig, top Qualität. Was man sich dann aber auch überlegen muss, brauche ich wirklich so einen kleinen Lautsprecher? Weil eben, der Sound ist super gut für diese Größe, aber ja, also wenn der allein im Wohnzimmer tönt, ist es halt nicht so das Wahre. Für mich persönlich ein bisschen zu wenig Bass, zu wenig Volumen. Wie gesagt, es gibt aber in dieser Größe nichts, das das bietet. Allerdings gibt es von Sonos selber ja den Move, der ist viel größer, viel schwerer, 6-mal das Volumen von dem, aber ist auch portabel. Er bietet eine ähnliche, sogar leicht bessere Akkulaufzeit wie der hier. Man kann ihn, wenn man zum Beispiel nur auf den Balkon geht oder in den Garten oder von Zimmer zu Zimmer, dann lässt sich auch der mittragen, auch wenn er viel, viel schwerer ist als die 430 Gramm oder so des Sonos Roam. Move oder Roam? Move kostet auch doppelt so viel, 400 Franken. Das ist dann schlussendlich eine Entscheidung, die man selber fällen muss und die auch ein bisschen darauf ankommt, für was man den einsetzt. Mein Fazit, viele Fans haben sich genau so einen Sonos-Lautsprecher gewünscht und wer so ein System zu Hause hat, perfekte Ergänzung, kann alles, ist auch ehrlich gesagt nicht zu teuer für die vielen Funktionen, die geboten werden.
Will man nur was für unterwegs? Ja, dann gibt es für 200 Franken sicher bessere, soundgewaltige Lösungen, die aber nicht viel mehr können als Bluetooth. Oder für 50 bis 100 Franken auch was, das ja im ähnlichen Bereich klanglich unterwegs ist. Möchte man ins Sonos-System einsteigen, kriegt man für 200 Franken auch eine Sonos One. Die tönt besser. Oder man kann sich auch überlegen, eine Move zu kaufen für 400 Franken. Die bietet dann eben auch den Akkubetrieb und die tönt überall wirklich soundgewaltig, auch in einem größeren Wohnzimmer. Aber spannend, dass Sonos das Portfolio so erweitert und inzwischen wirklich für alle Bedürfnisse einen eigenen Lautsprecher bietet.